Einen TCP zu vermessen, das kann eine Herausforderung sein, aber ist die Basis für ein richtig gut funktionierendes Roboterprogramm und sollte uns daher nicht abhalten, das auch im QKSIM zu machen, weil dort ist es ein bisschen anders wie am echten Roboter. Nichtsdestotrotz sind es natürlich dann irgendwann mal auch die gleichen Transformationswerte von unserem Flansch weg, und wie man das jetzt im digitalen Zwilling macht, das zeige ich euch jetzt. Dazu gehen wir jetzt dann auch einfach mal in unser QKSIM, und ich habe meinen Roboter schon ausgewählt, ich habe meinen Programmreiter offen und ich gehe zu meinem Jogreiter hier unten, und jetzt als nächsten Schritt wähle ich hier mein einzustellendes Tool aus. Ich wähle jetzt hier mal unser Tool 6, da habe ich jetzt noch nichts drauf, das erkenne ich daran, dass ich hier wähle ich das Tool aus, dementsprechend auch von unserem Flanschmittelpunkt keinen Offset bekomme. Wir werden hier dann auf das Zahnrad gehen. Ich wähle jetzt nochmal Tool 6 aus. Das möchte ich jetzt gern vermessen. Ich gehe auf den Gear-Button oder auf das Zahnrad, und jetzt sehe ich hier auch Folgendes. Hier oben rechts sehe ich, da hat sich meine Beschriftung verändert. Und zwar heißt es jetzt Tool Properties oder Tool Eigenschaften. Und erst wenn ich diese sehe, kann ich auch mein TCP verschieben. Also, dann schauen wir jetzt einmal, was ich jetzt hier auch noch bekomme. Und zwar habe ich mehrere Ansichten, also die Transformationsansichten einmal über Parent und einmal über Object. Das würde bedeuten, unser Parent ist jetzt immer unser Knoten, von dem jetzt unser Tool wegtransformiert wird, ist unser Flansch. Und weil wir jetzt exakt auf unserem Flansch drauf sitzen, haben wir auch keine Transformation, bedeutet also 0 Transformation von unserem Flanschmittelpunkt weg. Wir werden jetzt unseren TCP verschieben, und dann müssen wir uns natürlich überlegen, was möchte denn unser Roboterprogramm, beziehungsweise was haben wir denn von Greifer aufmontiert und wie bekomme ich denn jetzt den richtigen Tool Center Point. Ich würde vorschlagen, wir machen den inmitten dieser zwei Greiferbacken. Ich kann ja den Greifer hier öffnen und schließen, und vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn ich jetzt hier mein TCP inmitten meiner beiden Greiferbacken habe. So, wie komme ich da am besten hin? Ich kann natürlich Folgendes machen. Ich kann einmal hier über diese Pfeile gehen. Ich kann dann natürlich jetzt versuchen, hier irgendwo da inmitten des Greifers rein zu verschieben. Ihr seht schon, das wird aber schwierig in 3D. Da muss ich jetzt erstmal schauen, wo befinde ich mich. Dann kann ich das natürlich ausprobieren, hin und her schieben, und irgendwann bin ich vielleicht da auch in der Mitte, aber vielleicht auch nicht ganz. Wie kann ich das einfacher machen? Dazu gibt es eine einfache Möglichkeit, und zwar kann ich das im CAD, im QKSIM, dann auch über das Snap-Tool machen, und da gehen wir jetzt auch rein. Und zwar, wo befindet sich das? Befindet sich hier, ist dieses Snap-Tool. Und wenn ich das jetzt aufmache bzw. einmal aktiviere, dann bekomme ich rechts einen Tool-Snap. Auch wichtig, dass man hier auch den Begriff Tool-Snap hat oder also Werkzeug-Snap, weil ja hier ich meinen TCP einstellen möchte und auch von dort meinen Mittelpunkt erstellen möchte. Ich kann natürlich alles Mögliche snappen, aber jetzt in dem Fall ist es unser TCP. Ich habe 3 Möglichkeiten, einmal 1-Punkt, 2-Punkt-Methode und 3-Punkt, wenn ich einen Kreisbogen habe. Ich wähle jetzt hier mal den 2-Punkt aus, und ich möchte zuerst mal nur die Position festlegen. Ich mache es immer so, erst die Position, dann die Ausrichtung. Also Check-Button auf Position, und 2-Punkt-Methode heißt, ich gehe inmitten dieser Greiferbacken, wähle ich jetzt meinen Mittelpunkt. Wenn ich leicht über die Kante gehe und ich habe hier Edge und Face ausgewählt, sieht er meine Kante und aktiviert mir dann für eine gewisse Zeit den Mittelpunkt, und auf diesen kann ich mich draufklicken, und dann wähle ich den gegenüberliegenden Punkt und wähle hier auch diesen Kreismittelpunkt aus. Und ihr seht schon, jetzt bin ich inmitten meiner Greiferbacken. So, und jetzt geht es darum, die Orientierung auch noch festzulegen. Und da gibt es natürlich mehrere Ansätze, und zwar, welche Orientierung bzw. Stoßrichtung möchte ich denn in meinem
Tool haben. Es ist ein bisschen Philosophie. Ich stelle es immer so ein, dass mein Tool, je nachdem, ja, welche Ausrichtung das hat, aber möchte ich jetzt aufgrund dieses Greifers Richtung meines Werkstücks fahren mit meinen 2 Greiferbacken, dann möchte ich gern in plus Z auf mein Werkstück fahren. Das muss man natürlich am Anfang festlegen und ganz wichtig, in den Maschinendaten steht Stoßrichtung plus X. Das ist für die Transformation, Umrechnung des Roboters und die sollten wir auch nicht anfassen und das einfach so stehen lassen, weil alles nachträglich zu ändern, globale Einstellungen werden nur am Anfang festgelegt und nachher dann nicht mehr, genauso wie Home-Positionen, die kann ich nicht einfach, also ich kann es ja natürlich dann verändern, wenn irgendwas dazugebaut wird in unserer Anlage, aber es macht überhaupt keinen Sinn, einfach irgendwo mittendrin eine Home-Position zu ändern, weil da muss ich meine komplette Anlage wieder in Betrieb nehmen und das kostet Zeit. Ich muss aus jeder Position wieder auf meine Home-Position zurück. Genauso gut die Stoßrichtung des Werkzeugs, was in den Maschinendaten steht, wird nicht mehr angefasst. Das wird nur am Anfang festgelegt. Aber davon unabhängig kann ich natürlich sagen, wie fährt mein Werkzeug in plus X oder in plus Z zu meinem Werkstück. Und das machen wir jetzt. Wir haben jetzt unseren TCP genau inmitten unserer Greiferbacken festgelegt. Wir schauen mal, was uns jetzt da die Verschiebung anzeigt. Von unserem Flansch weg haben wir jetzt eine Verschiebung in X 34,78 und in Z 109. Ihr seht 2 Koordinatensysteme und zwar einmal das kleine ist jetzt der TCP, die Orientierung bzw. Position und also der Punkt, der inmitten des Punktes ist, also der kleine fliederne Kreis sozusagen, der ist natürlich derselbe, aber das große Koordinatensystem ist auch die Orientierung des Flansches. Und ihr seht ja, wir haben hier jetzt 0, 0, 0 stehen, sprich wir haben eine Transformation in der Ausrichtung in ABC haben wir auch 0. Wie bekomme ich jetzt eine richtige Stoßrichtung von meinem Werkzeug hin? Und zwar gehen wir wieder auf das Snap-Tool und sagen jetzt aber nicht Set Position, sondern wir sagen jetzt Set Orientation. Und jetzt sage ich, lege den Punkt praktisch im 180 Grad, also wo soll die Ausrichtung hinschauen, wenn ich auf die Fläche klicke? Und zwar im Plus Z, wenn ich auf eine Fläche oder Kante klicke. Jetzt probieren wir das mal aus. Also ich gehe jetzt auf Plus Z, einfach auf diese Platte drauf und da seht ihr schon mein Plus Z. Der schaut jetzt senkrecht bzw. in entgegengesetzte Richtung, also im Plus Z von dieser Fläche weg. Ich klicke es jetzt noch mal ein bisschen ins Helle rein. So genau, jetzt sieht man es ganz gut. Angenommen, ich würde jetzt hier drüber gehen, werdet ihr sehen, das Plus Z wandert dann dementsprechend auf, wie meine Fläche, anklickbare Fläche auch aussieht. Ich möchte es aber jetzt in Richtung meiner Greiferbacken haben. Dann klicke ich da drauf und jetzt sehen wir auch schon den Unterschied. Das kleine Koordinatensystem ist jetzt die Orientierung unseres Tools und das große Koordinatensystem von unserem Flansch. Gehe ich jetzt rechts rüber und schalte hier auf Objekt, werdet ihr jetzt Folgendes feststellen. Ich sehe hier das kleine und das große deckungsgleich liegen und zwar aus Sicht des Tools habe ich natürlich jetzt wieder eine Transformation von 0, weil genau von unserem Punkt weg unseres TCPs habe ich natürlich keine Transformation. Schalte ich wieder auf Parent, sehe ich wieder einmal die Stoßrichtung, Ausrichtung des TCPs und einmal das große von unserem Flansch. Bevor ich jetzt aber was anderes anfasse und sage, im TCP zufrieden, dann muss ich was Wichtiges machen und zwar einmal die Simulation starten, dann werden die Werte auch übernommen. Und bevor ich das dann mache, vielleicht vergebe ich dann auch noch einen guten Greifernamen, damit ich natürlich auch erstens mal für die Dokumentation und zweitens natürlich dann auch für das Programm mit Tool 6 fahren. Ja, was soll das jetzt sein, wenn ich mehrere Werkzeuge habe? Ganz schwierig, die voneinander zu unterscheiden. Also gebe ich hier noch einen Namen ein und sage hier Greifer oder GRF, zum Beispiel Simulation. Jetzt einfach mal als Name festgelegt. Greifer, ich habe jetzt nur diesen Greifer, zumindest wenn er leer ist. Und jetzt starte ich die Simulation und dann wird der Wert auch übernommen. Und ich zeige euch auch, wo dieser Wert drin steht. Wir gehen dazu auf erweiterte Programmansicht, Extended Program View, wenn es nicht schon angewählt ist.
und gehe auf System, gehe auf Config.dat und gehe auf die KRL-Ansicht und gebe jetzt hier an Basis Tech Globals. Ich kann es auch ein bisschen größer machen. Scroll runter bis zu unserem Tool und jetzt sehen wir schon, Tool 6 ist unser Greifer-Simulation. Und davon hängt natürlich auch ab, in Tool Data 6 habe ich jetzt auch meine Transformation meines Greifers drinstehen. Ich klippe es hier noch ein bisschen auf. Und zwar y nahezu 0, 34,7x, z109 und b30. Um jetzt also dann in den Tool-Koordinaten verfahren zu können, muss ich nur einfach aus dem Weltkoordinatensystem raus und dazu schalte ich einfach auf Objekt. Und das mache ich hier. Also ich bin jetzt im Jog-Modus und schalte jetzt hier auf Object und dann seht ihr schon, ich schalte nochmal um, Weltkoordinatensystem, Tool-Koordinatensystem. Und jetzt sehe ich, meine Stoßrichtung meines Werkzeugs ist jetzt von mir gewählt auf plus Z, plus Y und plus X entspricht die meines Flansches. Ja. Dazu, um das nochmal zu sehen, wie der Bezug zum Flansch ist, müsste ich jetzt nochmal hier auf den Gear-Button gehen, aber mit der Gefahr, dass ich den TCP wieder verschiebe. Das bedeutet, ich kann jetzt um meinen Punkt herum in A, B und C, schauen wir uns das mal an, gehen wir mal über B, um diesen Greifermittelpunkt mich schön orientieren. Das heißt, dieser Punkt bleibt stehen sozusagen. Orientiere jetzt mal in C, also um die X-Achse herum. Gehen wir ein bisschen weg, dann sieht man es ein bisschen besser. Das heißt, der Punkt meines Greifers bleibt jetzt schön in der Luft stehen. Und um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, gehe ich einfach hier mal auf die Messspitze drauf. Die habe ich hier in die Simulation drin. Dazu verfahre ich einfach mal Richtung meines grob mal nach unten und dann plugge ich den einfach mal da drauf. Ganz genauso gut die Fläche nehmen. Und jetzt kann ich mir den TCP schnappen und jetzt ist praktisch schon ein Snap mit angewählt. Ich muss mir erst einmal hier auf Position gehen, lasse die Ausrichtung weg und kann hier schön auf die Spitze drauf gehen. Was jetzt nicht stimmt, weil jetzt macht er die hintere Spitze, den habe ich jetzt versetzt. Also gehe ich auf diese Spitze drauf. Und jetzt seht ihr, ich habe mich da jetzt schön drauf gesnappt und jetzt kann ich nochmal die Orientierung wählen und ihr seht, ich bleibe immer schön auf diesem Punkt stehen. Das heißt, unser TCP bleibt exakt auf dieser Spitze stehen und so sollte ein gut eingerichtetes Werkzeug dann auch funktionieren. Das heißt, ihr habt jetzt einen TCP, der exakt dementsprechend, was ihr machen wollt, inmitten der Greiferbacken und alles, was ich jetzt an Werkstücken abhole, kann ich genauso positionieren, kann um diesen Mittelpunkt schwenken und dann dementsprechend dann auch mein Tool zustellen, beziehungsweise meine Position auch aus Richtung des Tools dementsprechend ändern. Das war jetzt die Vermessung im KUKA-SIM und ganz wichtig dann auch, wenn ich das Programm übertrage auf meine reale Roboterzelle, muss natürlich im Tool Data 6 im vermessenen Werkzeug in der realen Zelle nahezu bzw. das gleiche stehen, aber natürlich mit den real vermessenen Werten, die ich auf meinem realen Roboter habe. Und wie ich das angleiche bzw. wie man den TCP in einer echten Zelle an einem echten Roboter vermisst, zum Beispiel mit einer XYZ4-Punkt-Methode, das zeige ich euch dann in einem separaten Video. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen und wenn ihr weiterhin wissen wollt, was auf diesem Kanal los ist und keine Inhalte verpassen wollt, dann drückt doch einfach diesen Subscribe-Button und dann seid ihr dabei und natürlich das Glöckchen nicht vergessen. Ich würde mich freuen. Das war's. Macht's gut. Servus.